Okay, so good evening. After a little delay, but happily we are together again. Guten Abend, es gab eine kleine Verzögerung, aber jetzt haben wir uns schließlich gefunden. So the first question is, how does the Guru Yoga of the White R relate to using Phat? In der ersten Frage geht es darum, wie verhält sich das Guru-Yoga des weißen A zu der Übung von Phat. So the basic orientation in Dzogchen is that the purity of the mind is always present. Die hauptsächliche Ausrichtung von Dzogchen ist, dass die Reinheit des Geistes immer präsent ist, immer gegenwärtig. But we, in the sense of our being a separate individual caught up in our thoughts and emotions and so on, are not in touch with it. Aber wir, also im Sinne von uns als einem abgetrennten Individuum, die wir in unseren Gedanken und Gefühlen abgelenkt sind, haben nicht So den there are many Kontakt. different methods of trying to bring about an opening so that these two seemingly separated domains can show their original integration. Und da gibt es viele Methoden, die eine Öffnung verursachen sollen, sodass dass es zu einer Integration kommt. So when we do the Guru Yoga, excuse me, with the sound of Ah, we are relaxing out of our fixation on subject and object as different. Also wenn wir das Guru-Yoga praktizieren mit dem Klang von A, dann während des A entspannen wir uns aus unserer Fixierung auf diese Trennung von Subjekt und Objekt. And if we use the sound of Phat, it is a disruptive method to shock a gap between the seemingly uninterrupted flow of thoughts and feelings. Und wenn wir den Klang von Phat praktizieren, dann ist das etwas, was stören soll, was eine Unterbrechung hervorrufen soll in diesem scheinbar unendlichen Fluss von Gedanken und Gefühlen. It just really depends on circumstances, outer circumstances, which is going to be easy to do. Also es kommt auf die Umstände an, auch die äußeren Umstände, welches denn leichter wäre zu praktizieren jeweils. And inner circumstances, what is our mood? Und auch innere Umstände, also was ist unsere Stimmung? The basic division in all the methods is whether there appears to be somebody doing it or not. Die hauptsächliche Unterschied in all den Methoden ist eigentlich, ob es so ist, ob es so scheint, dass jemand, If I am doing it, then it is as if I am making it happen. Ob man die tut oder nicht. Wenn ich es tue, wenn ich das handle, dann sieht es so aus, And this leads to the sense of a separation between the subject and the object. als wäre ich der Verursacher. Und das läuft so auf eine Trennung zwischen Subjekt und Objekt heraus. So generally speaking, the more active the method, the more it has a kind of shadow or disadvantage that it is subtly affirming my sense as the doer or the maker. Also generell kann man sagen, je aktiver die Methode ist, umso mehr hat es diesen Nachteil oder diesen Schatten, dass ich als der Tuer, als die Ausführende unterstützt werde. Oh, the reason why we privilege or focus on the Guru Yoga of the White R is that by releasing, the sense of agency is also dissolved into spaciousness without effort. Und aus diesem Grunde konzentrieren wir uns oder haben die Übung des weißen A, des Guru Yoga im Vordergrund, weil unsere Aktivität als Tuende auch entspannt wird. So the less effort you can make, the better. Je weniger Bemühung drin ist, umso besser. Because the method and strong engagement sucks energy into the self position. Denn die Methode, die mit sehr starkem Einsatz geschieht,
saugt uns in diese Position des Selbst. That position is itself empty. Diese Position ist auch an sich leer. But when it vibrates with the energy of our identification, it is as if it seems to be something there. Aber wenn sie vibriert mit der Energie unserer Identifikation, scheint es, als ob da etwas wäre. Okay, so the next question is how to work with a habit of technique-based mindfulness practice with a strong presence of the watcher. Die nächste Frage, da geht es darum, wie man mit der Gewohnheit einer Achtsamkeitspraxis, die eine starke Betonung auf den Zuschauer, den Zeugen hat, wie So man this is das in some way similar to the previous question. Das ist ein bisschen ähnlich zur vorherigen Frage. I can be mindful of my posture, mindful of my breathing. Ich kann achtsam gegenüber meiner Körperhaltung sein oder meines Atems. That is to say, I am mindful of something. Und das ist natürlich, ich bin achtsam oder richte meine Achtsamkeit auf etwas. So with that kind of orientation, there is the advantage that you minimize distraction. Also mit dieser Orientierung ist es der Vorteil, dass man Ablenkung minimiert. Because before you start the practice, you know what you're going to focus on. Denn bevor man die Übung anfängt, weiß man schon, worauf man sich konzentrieren So will. that could include body scanning in a Vipassana style. Also das könnte zum Beispiel so ein Scan des Körpers sein, wie es in Vipassana gemacht wird. But there is still clearly a doer. Aber da ist natürlich jemand, der tut, der aktiv ist. Someone is doing the watching. Jemand beobachtet. Who is that? Wer ist I das? am. Ja, ich bin das. Even if you try to maintain a very pure, simple watching, it's a space because it's still very close to the ego sensibility. It invites the association of thoughts and feelings. Also selbst wenn man das sehr verfeinert und dieses Beobachten an sich was ganz Feines ist, ist das sehr nah an diesem Gefühl von Ego dran und dadurch kommen dann auch Gefühle und Gedanken dazu. So the Tibetan word that was used to translate sati, which is the Sanskrit Pali term for mindfulness. Das tibetische Wort, was die Übersetzung des Sanskrit oder Pali-Begriffes Sati is dremba, which means to recollect or remember. und das ist das Wort Dremba und das heißt wieder zusammenzusammeln oder sich zu erinnern. So you bring your attention back to something. Also man bringt die Aufmerksamkeit wieder zu etwas zurück. Now, if the focus of your attention is space, Also wenn der Fokuspunkt unserer Aufmerksamkeit Raum ist, then when you try to bring your ego in relation to space, wenn man dann eine Beziehung zwischen dem Ego und dem Raum schaffen möchte, the ego, which needs something to hold on to, doesn't like it. das Ego, das ja sich immer an irgendwas festklammern möchte, mag das nicht besonders. And so we get distracted Und deswegen werden wir abgelenkt. because the distraction is simply the ego finding something it can hold on to. Denn die Ablenkung ist in diesem Falle genau das, dass das Ego etwas hat, an das es sich festklammern kann. Only the sky can be aware of the sky. Nur der Himmel kann sich des Himmels gewahr sein. The more we empty the content of the mind and the sense of mental functioning, the more space there is for the non-duality of space so that it can appear subject or object. Je mehr wir den Inhalt des Geistes und diese Funktionalität des Geistes lehren, umso mehr Raum kann gebildet werden, damit der Raum dem Raum begegnet. So from the Dzogchen point of view, it's always about not trying too hard. Also von der Dzogchen-Standpunkt aus muss man immer nicht zu viel sich bemühen.
Sich nicht, Because again and again, we have to come back to the view from the very beginning, the mind has been complete. What we are looking for is already present. denn man muss immer zu dieser Sicht zurückkommen, dass von Anfang an der Geist an sich komplett ist. Der muss nicht vervollkommnet werden. Complete means nothing needs to be added, nothing needs to be subtracted. Komplett, also ganz heißt, nichts muss hinzugefügt werden und nichts muss weggenommen werden. Therefore, we relax and open and relax and open. And this is the form of mindfulness in Dzogchen. Deswegen entspannen wir uns und öffnen uns, entspannen wir uns und öffnen uns, und das ist eigentlich die Form der Achtsamkeit innerhalb Dzogchen. But if you start from the belief that I'm often confused, I'm easily distracted, my mind is all over the place, Aber wenn man von dieser Einstellung anfängt, dass ich bin ja häufig sehr verwirrt und abgelenkt und mein Geist ist überall und nirgends, then it seems obvious, oh, I have a problem. dann scheint das ganz offensichtlich zu sein, dass ich ein Problem habe. I need to bring myself together to focus my energy and really stay on task. Ich muss mich sammeln, ich muss meine Energie konzentrieren und bei der Aufgabe bleiben. So this is the big difference. If you start with the problem and you try to solve the problem, this is good dharma practice, but it's not Dzogchen. Also das ist der Unterschied. Wenn man mit dem Problem anfängt und dieses Problem lösen möchte, dann kann das gute Dharma-Praxis sein, aber es ist nicht Dzogchen. In Dzogchen, we start with the absence of problem. In Dzogchen, der Dzogchen beginnt immer mit der Abwesenheit von And Problemen. when a problem arrives, Und wenn ein Problem dann auftaucht, we're not the sort of people who have problems. sind wir nicht die Art von Leuten, die Probleme haben. So we say, no, thank you. Dann sagen wir, nein, danke. If you don't smoke and somebody offers you a cigarette, you say, no, thank you. Wenn du Nichtraucher bist und jemand dir eine Zigarette anbietet, sagst du, nein, vielen Dank. When thoughts, feelings, sensations arise on a buffet table, we just say, oh, no, thank you. Und wenn Gedanken, Gefühle und Empfindungen auftauchen wie bei einem Buffet, dann sagst du, nein, danke. Because we want to open to our awareness, which has no need. Denn wir wollen uns für unser Gewahrsein öffnen und braucht gar nichts. When we see that this is the ground of our presence, Wenn wir sehen, dass das der Urgrund unserer Gegenwärtigkeit ist, then when we get up from our sitting, we move into the world where we have to make decisions going this way or that. und dann, wenn wir nach der Meditation aufstehen, bewegen wir uns in der Welt, wo wir uns für dieses oder jenes entscheiden müssen. And this requires us to decide on a particular value. Und das bedeutet, dass wir uns für gewisse Werte entscheiden müssen. If you live in a village or a town, there are different shops. Wenn du in einem Dorf oder in einer Stadt lebst, wo es verschiedene Läden gibt, If you are going to the post office, maybe you go down one road, and if you are going to buy fruit, you go down another road. also wenn man zur Post gehen will, muss man vielleicht in eine Richtung gehen, und wenn man Obst kauft, geht man vielleicht in die andere Richtung. What is arising in your mind formulates your energy of manifestation, so you walk in one way or another. Was in deinem Geist auftaucht, formt dich, sodass dass du dann eine Entscheidung in eine oder die andere Richtung machst. Each choice we make has a situational value, Jede Wahl, die wir treffen, hat einen but Wert, no intrinsic value. ein Wert, der mit der Situation direkt zu tun You hat, go to the post office to buy stamps. aber keinen innewohnenden Wert. In der Post kriegt man If Briefmarken. you don't need stamps, you don't go there. Wenn man keine Briefmarken braucht, geht man da nicht hin. The arising of the sense, I need a stamp, takes me to the post office. Dass das Gewahrsein auftaucht, dass mir eine Briefmarke fehlt, bringt mich zur Post. Having bought my stamps, I don't need to continue thinking about the post office. Wenn ich die Briefmarken gekauft habe, muss ich mir keine Gedanken über die Post mehr machen. So here we see the self-arising and self-vanishing of a thought
pattern. Hier sehen wir, dass ein Muster, ein Gedankenmuster von alleine auftaucht und von alleine verschwindet. So it's not about blocking thoughts and feelings, but allowing them to arise and vanish as they become the texture of the unfolding world that we are moving in. Also es geht nicht darum, Gedanken oder Gefühle zu blockieren, sondern denen zu gestatten, so aufzutauchen und zu verschwinden, wie sie benötigt sind und wie sie in unserer Welt etwas ausmachen. So if you have a habit of striving in meditation with a clear sense of a goal, Also wenn man als Gewohnheit hat, dass man sehr strebsam ist in der Meditation mit einem klaren Zielpunkt, you can see that you are trying to organize and direct what is arising. dann kann das sein, dass man versucht, das, was auftaucht, zu organisieren und in eine bestimmte So Form. you are like a shepherd organizing the sheep. Also wie ein Schäfer, der die Schafe zusammenbringt. But in Dzogchen, we are concerned with freedom. Aber in Dzogchen geht es um Freiheit. Sheep are not free. Schafe sind nicht frei. We are concerned with the birds in the air. Es geht uns viel mehr um die Vögel im Himmel. The sheepdog is not able to organize which way the crows are flying. Der Schäferhund kann nicht organisieren, in welche Richtung die Krähen fliegen. So when we sit in a meditation, we say, whatever comes, comes. Also wenn wir in der Meditation sitzen, sagen wir, was auch immer kommt, das kommt. We're not trying to make anything happen. Wir versuchen nicht, irgendetwas Bestimmtes zu erreichen. We're not believing that one pattern of manifesting is better than another. Wir glauben nicht daran, dass ein bestimmtes Gestaltungsmuster etwas Besseres ist als ein anderes. Because there is no inherent existence or inherent value in any of the patterns which arise. Denn all die Muster, die auftauchen, haben keinen selbst innewohnenden Wert oder selbst The value is situational. oder eine Existenz. Der Wert hängt von der Situation ab. So if I want to buy oranges, going into the post office is useless. Also wenn ich Orangen kaufen will, ist es dumm, zur Post zu gehen. It shows the relativity of value. Und das bedeutet, dass Werte etwas sehr Relatives sind. So as we manifest in the world, new situations are revealing themselves moment by moment. And if we are free in ourselves without a fixed agenda, we can respond. Also wenn wir in der Welt uns bewegen, tauchen immer neue Situationen aus. Und wenn wir ganz frei sind, wie wir uns selber um sie formen können, sind wir frei in unserer Bewegung in der Welt. Okay, then the next question, the many veils of samsara are so thick. Can we truly find a way out of samsara? Die nächste Frage ist, die vielen Schleier von Samsara sind so dick. Können wir wirklich einen Weg aus Samsara herausfinden? This is a beautifully formulated impossible question. Dies ist eine sehr schön formulierte, unmögliche Frage. Because again, we are starting with a problem. Denn wiederum fangen wir mit dem Problem an. The veils in samsara are very thick. Die Schleier in Samsara sind sehr dick. Or if we make it more personal, I get lost very easily. Oder wenn wir es mehr persönlich sehen, ich verliere ständig meinen Weg. Since I get lost, how can I find my way? Und weil ich mich ständig verirre, wie kann ich denn da meinen Weg rausfinden? From the point of view of Dzogchen, the question is, where are you lost? Vom Dzogchen-Standpunkt aus wird man fragen, wo bist du verloren? Why do you think you are lost? Warum denkst du, du hast dich verirrt? Because I'm not where I should be. Weil ich doch nicht da bin, wo ich sein sollte. I'm not among the Buddhas. Ich bin nicht unter den Buddhas hier. When I go outside, I see all these people. They don't look very enlightened to me. Wenn ich rausgehe, sehe ich all diese Leute und die sehen wirklich nicht sehr erleuchtet aus. So, according to the interpretation of my mind, these people are all pretty limited.
Also wenn ich das so interpretiere, in meinem Geiste sind die sehr beschränkt, diese Menschen da draußen. According to the limitation of my mind, they are very limited. Äh, innerhalb der Beschränkung meines eigenen Geistes sind sie auch sehr beschränkt. So either I get away from being where all these limited people are, Also entweder finde ich da einen Weg wegzukommen von von dem Ort, wo diese ganzen or beschränkten I try Individuen to sind, find out what it means to be limited. oder ich versuche herauszufinden, was es bedeutet, eingeschränkt zu sein. What limits me are my habits, my impulses, my concepts, my feelings. Was mich einschränkt, mich selbst, sind meine Gewohnheiten, meine Impulse, meine Vorstellungen, meine Gefühle. So, from the Dzogchen point of view, the instruction is simply stay present with your habits, your impulses, and so on. Also von der Dzogchen-Perspektive aus ist die Anweisung, bleib einfach gegenwärtig mit deinen Gewohnheiten, deinen Impulsen und so weiter. The thought comes, I need to get up. Der Gedanke taucht auf, ich muss aufstehen. I'm very restless. Ich fühle mich sehr unruhig. I need to get up is an interpretation arising from the fact that there is a feeling of restlessness. Dieser Gedanke, ich muss aufstehen, ist eine Interpretation, die auftaucht von diesem Empfinden der Unruhe. If I sit here feeling restless, I won't be happy. Wenn ich hier sitze und mich so unruhig fühle, geht es mir nicht gut. So maybe I could be unhappy. Also vielleicht könnte ich auch es mir nicht so gut gehen lassen. But I'm looking for freedom, from liberation. How can that be the same as just sitting and being unhappy? Aber ich suche ja nach Freiheit und nach Glück. Wie kann das das Gleiche sein, jetzt hier zu sitzen und mich unruhig und unglücklich zu fühlen? So there we see, oh, you are formulating the idea as freedom from limitation. Also da kann man sehen, dass man die Idee von Freiheit hat, als etwas frei von etwas Bestimmten zu sein. And because we have many, many limitations, Und da wir we will be running forever. sehr viele Einschränkungen haben, werden wir immer wegrennen. In Dzogchen, we are concerned with freedom with. In Dzogchen geht es darum, frei mit etwas zu sein. Freedom with my depression, my anxiety, my self-hatred. Frei zu sein mit unserer Depression, mit unserer Besorgtheit, mit unserem Selbstverachtung. So I'm sitting in some horrible thought about myself arises. Also ich sitze hier und ein ganz fürchterlicher Gedanke über mich selbst taucht auf. The one who picks up that thought, who merges with it, is the self. Diejenige Person, die diesen Gedanken aufhebt und damit verschmilzt, ist das Selbst. That's something we know how to do. Das ist was wir sehr, sehr gut können und gelernt haben. But the encouragement is simply relax or relax into the out breath and allow whatever comes to come and go. Aber die Anweisung vom Dzogchen ist einfach, uns zu entspannen, in den Ausatmen hinein zu entspannen und dem zu gestatten, was auftaucht, auch wieder zu gehen. I hate myself. Ich hasse mich. This only seems to be about me if I pick it up. Das scheint ja nur mich selbst zu betreffen, wenn ich es in die Hand nehme. The thought is arising and it's vanishing. Der Gedanke taucht auf und er verschwindet. All mental events are impermanent. They vanish very quickly. Alle geistigen Vorkommnisse sind unbeständig. Sie verschwinden ganz schnell. So the limitation is not in the object which arises, but in my identification with it. Also die Einschränkung liegt nicht in dem Objekt selbst, was auftaucht, sondern in meiner Identifikation damit. So I identify with the content because of a vibration or anxiety.
Also ich identifiziere mich mit dem Inhalt wegen irgendeiner Sorge oder irgendeiner Vibration. Mit This is einer, why the central point in Dzogchen is to relax. deswegen ist die zentrale Aufgabe im Dzogchen, sich zu entspannen. My mind is complete, Mein Geist ist ganz, vollkommen. nothing to add and nothing to take away. Nichts muss weggenommen werden, nichts muss zugefügt werden. But my ego constellation, which is a movement inside the flow of experience, Aber meine Ego, der Aufbau meines Ego, also der Fluss innerhalb meiner Erfahrung, this ego self is always concerned with adopting some things, taking them in, and pushing other things away. dieses Ego, da geht es immer darum, etwas zu nehmen, etwas zu greifen als Teil seiner selbst und was anderes wegzuschieben. I don't want to be like this. So will ich nicht sein. I want to be like that. Ich will so sein. Push away and pull in. Also ziehen und schieben. But when we observe ourselves, we see how much effort we have made in our life to modify ourselves, to develop certain qualities, and yet we've never arrived at some place stable. Aber wenn wir uns selber das beobachten oder reflektieren, sehen wir, wie viel Ausdauer und Übung und Bemühung es gekostet hat, all diese Modifizierungen zu machen. Und nie kommen wir irgendwo an, wo es stabil ist. So the key point is to see what I take to be myself is not a fixed entity. It is a series of patterns of energy. Also der Hauptpunkt darin deswegen ist zu sehen, dass das, wie wir uns selber verstehen oder was wir glauben, zu sein glauben, keine feste Sache ist, keine feste Einheit, It's like the waves that are always moving on the ocean. sondern Muster, die sich abwechseln wie Wellen in einem Meer. How will I find any peace if I'm moving this way and that with each new wave that arises? Wie werde ich überhaupt je Frieden finden, wenn ich diese oder jene Richtung geworfen werde mit jeder Welle, die So, auftaucht? as Garab Dorji points out, the central first point is to open to your mind as it is in itself. Also deswegen hat ja auch Garab Dorje ganz klar uns gelehrt in seinem ersten Punkt, es geht darum, sich dem Geist so zu öffnen, wie er ist. Because if we do not see that the mind itself is not a thing, Denn wenn wir nicht erkennen, dass der Geist selber nicht ein Ding ist, then our identification always falls onto this shifting pattern of ego identity. denn dann wird unsere Identifizierung immer dieses sich ständig wechselnde Muster des Ego, der So that Ego-Identifizierung betreffen. the emergent idea, I am tired or I am hungry, Also diese auftauchende Idee, ich bin müde oder ich habe Hunger, becomes a definition of some truth of me, even although it is very situational and dependent. wird als Definition verstanden, einer Wahrheit über mich selber, auch wenn man sieht, dass es sehr situationsabhängig ist. And when it's and so when it seems to be real and true, I have to do something. Also wenn es wahr und echt zu sein scheint, dann muss ich ja was tun. If I'm hungry, I must eat something. Wenn ich Hunger habe, muss ich was essen. But if I was reading a book and really interested in it, I might not feel the hunger, which might be in the nerves in my stomach. Aber wenn ich jetzt ein Buch lese, wo ich wirklich drin bin, könnte auch sein, dass ich den Hunger nicht spüre, der mit Nerven in meinem Bauch zu tun hat. That is to say, the value of the sensation, which I interpret as hunger, is not fixed, it is also situational. Das heißt also, der Wert dieser Empfindung, die ich als Hunger interpretiere, ist nichts Festes, sondern auch etwas, was situationsabhängig ist. So, in this way, we have to see that these thick veils are, in fact, not some object which is hiding our life from us, but is our own deluded search for true value
in the impermanent. Deswegen müssen wir sehen, dass diese sogenannten Schleier nicht etwas ist, was wirklich eine Schranke zwischen uns und der Wahrheit oder der Welt aufbaut, sondern unsere verblendete Suche nach einem festen The veils in samsara are thick because we make them thick. Selbst in dem, was unbeständig ist. Die Schleier sind nur dick, weil wir sie dazu We machen. don't do this because we are bad people, Das tun wir nicht, weil wir schlechte Menschen sind, but because we are looking for something permanent where there is only impermanence. denn aber wir suchen etwas Beständiges in Unbeständigsein. This is our delusion. We are like somebody who thinks there really is water in a mirage. Das ist eine Verblendung. Wir sind jemand, der glaubt, dass da wirklich Wasser in einer Fata And Morgana sei. I look and look and oh, maybe there is no water in this mirage, but in the next one, for sure there will be water. Also ich gucke und vielleicht ist in dieser Fata Morgana kein Wasser, aber ganz bestimmt in der nächsten. So instead of learning from experience, oh, this is a mirage, it has no water, I'm sure that my concept, my belief that there is water in a mirage is the truth. Also statt aus meiner eigenen Erfahrung zu lernen und zu sehen, wenn da eine Fata Morgana ist, dann ist da kein Wasser, glaube ich eher meiner Vorstellung, dass da irgendwie doch bestimmt Wasser And this sein is the muss. mental dullness that stops the ego from relaxing and thinking, hey, this is a losing game. Why am I playing this? Und das ist diese geistige Dumpfheit, die uns nicht erlaubt, uns einfach zu entspannen und zu sehen, das ist ein Spiel, was wir nicht gewinnen können. Then there's a question. Over the years, you have decided to translate some words or ideas differently. Jetzt eine Frage zu meiner Übersetzung. Über die Jahre hast du dich entschlossen, einige Begriffe anders zu übersetzen. For example, Yidam I put as wishing God or as path deity. Jedam zum Beispiel habe ich manchmal als Wunschgott oder dann als Gottheit des Pfades benannt. Then the question is, what is the thinking behind this? Was ist das Denken hinter diesen Entscheidungen? Hopefully, it's that I have learned something over the many years I've been looking at these things. Also hoffentlich ist das, dass ich etwas gelernt habe über diese vielen Jahre, in die ich diese Dinge mir anschaue. This is a time of transition Jetzt ist eine Übergangszeit. for Dharma coming into the West. Der Dharma kommt in den Westen. And this presents certain problems. Und das präsentiert oder bringt bestimmte Probleme mit sich. If we fix the vocabulary Wenn, for how to translate the many, many Tibetan technical terms, wenn wir uns festlegen auf eine bestimmte Übersetzung all dieser tibetischen Wörter, then this makes translation very quick. dann macht das Übersetzung sehr schnell. And when you're reading the translation, you really can believe you know what's being concerned. Und wenn man dann das in Übersetzung liest, dann denkt man, ah ja, das verstehe ich, verstehe, worum es hier geht. But many of these technical terms have multiple meanings. Aber diese technischen Begriffe haben häufig mehrfache Bedeutung. And the different meanings arise in different contexts. Und diese verschiedenen Bedeutungen hängen vom Kontext ab. In this variety of possibilities means that certainly in some kind of text you can read excuse me, you can read the meaning of a sentence in several ways. Und diese unterschiedlichen Bedeutungen oder Übersetzungen heißt, dass man in manchen Texten die Sätze So it is a work in progress. also auf unterschiedliche Weise lesen kann. Also es ist weiter im Prozess dieser Arbeit. So in English we have at least 50 translations of the poems of Baudelaire. Also in Englisch haben wir mindestens 50 Übersetzungen der Gedichte von Baudelaire. Why is one not enough? Warum reicht nicht eins aus? Because translation always brings problematics. Denn Übersetzung bringt immer Probleme mit sich. So
for the reader as well, we have to read with a delicacy, with a lightness and sensitivity, and participate with our whole being. Der Leser auch muss etwas mit einer Feinheit lesen und mit einer Sensibilität und etwas, das das ganze Wesen mitbringt. And try to feel the resonance of the words. Den Nachklang dieser Worte wirklich zu spüren. And they will evoke different memories in yourself, different sense of possibilities. Und die werden in uns etwas hervorrufen, also vielleicht Erinnerungen für verschiedene Möglichkeiten. Reading is a conversation. Lesen ist eine Unterhaltung. You may have some novels that you've read many times in your life. Vielleicht hat man einige Bücher, einige Romane mehrmals in seinem Leben gelesen. Each time you read it, new aspects become foreground and very significant, and what seemed very significant before maybe recedes into the background. Und jedes Mal, wenn man es liest, gibt es unterschiedliche Aspekte, die mehr im Vordergrund sind. Und was vorher im Vordergrund war, ist jetzt vielleicht mehr im Hintergrund. So if this example speaks to you, also wenn euch dieses Beispiel anspricht, then you might have a sense that learning Dharma, practicing Dharma, is to enter into a conversation. Dann könnt ihr vielleicht auch ein Gefühl dafür haben, dass Dharma zu lernen oder in den Dharma einzutreten ist so etwas wie Buddha Shakyamuni spoke to the people around him. Eine Konversation. Shakyamuni hat ja mit den Menschen um ihn gesprochen. We believe that his student Ananda was able to very accurately remember everything the Buddha said. Wir glauben, dass sein Schüler Ananda das alles erinnert hat, genau wie der Buddha es gesagt hat. Later it was written down. Später wurde es dann aufgeschrieben. But as soon as it was written down, you started to have commentaries. Aber sobald es aufgeschrieben wurde, wurden dann Kommentare dazu gefügt. Because there is always some density in the text which can be teased out and unpacked. Denn ein Text hat ja immer etwas ganz Dichtes, was geöffnet werden kann und wo jemand was klären kann. So when we study a Dharma text, we shouldn't be trying to grasp onto it to get some definitive meaning. Also wenn wir einen Dharma-Text studieren, sollten wir nicht versuchen, uns daran zu klammern, um etwa eine klare, bestimmte Aussage zu kriegen. If the Dharma is going to speak to us, it will speak to us as in our embodied being with our own gender, age, history, and so on. Wenn der Dharma uns anspricht, dann wird er zu unserem Verkörperung sprechen, also unser Geschlecht, unser Alter und so, wie wir sind als Mensch. So it's an ongoing movement. Also es ist eine fortwährende Bewegung. The French scholar Blanchot, he described it as the infinite conversation. Der französische Gelehrte Blanchot hat es als eine unendliche Konversation beschrieben. And we read some more books, or we hear another teaching, and it brings a new flavor. And so each of these, rather than presenting you with something to hold on to, is more like a massage that can be loosening some of the tensions and fixations that we're trapped in. Also jeder Text, den wir neu lesen oder jedes Buch oder alles, was wir hören vom Dharma, bringt vielleicht einen neuen Aspekt und neue Klarheit. Und das Ganze ist dann wie eine Massage, die uns tiefer und tiefer trifft als etwas, woran wir uns festhalten können. So it's for that reason that I revisit translations I've done before, and I often present a new formation of it. Und aus diesem Grund befasse ich mich dann wieder mit Übersetzungen, die ich schon vor einer Weile gemacht habe und versuche neue Arten und Weisen des Ausdrucks. Whatever capacity I have to illuminate something depends on the degree of clarity that shines through me in the moment. Die Möglichkeiten, die ich habe, etwas zu erläutern oder etwas
zu erhellen, hängt immer ab von den Möglichkeiten. In the Tibetan tradition, people who are practicing dharma as their main occupation would travel around and see many, many different teachers and hear the same text explained in maybe 20 different ways. Also hängt von meinen Fähigkeiten des Moments ab. In der tibetischen Tradition würde jemand, der einen Text studiert, die Unterweisung desselben Textes von verschiedenen Lehrern bekommen und ganz viel reisen, um das If zu you were lernen. trying to draw a tree, Wenn du einen Baum zeichnen möchtest, each time you looked at the tree, you would see some new aspect. würdest du jedes Mal, wenn du diesen Baum ansiehst, einen neuen Aspekt And entdecken. if you sat all day to draw the tree, as the sun moved across the sky and the shadows changed, the tree that you saw would be shifting and turning. Und wenn man den ganzen Tag vielleicht an diesem Baum sitzt und die Sonne geht auf und zieht vorbei und die Schatten sind anders, dann würde man sehen, wie sich der Baum den ganzen Tag verändert. The tree is offering possibilities of participation. Der Baum bietet an Möglichkeiten der The tree is Beteiligung. not a thing. Der Baum ist kein Ding. If you look at it in the moonlight, this is something very different. Wenn du es im Mondenschein anguckst, dann ist es etwas ganz anderes. It's the same with everything in our life. Und so ist Our es mit allem. toothbrush looks different according to our mood. So ist es mit allem in unserem Leben. Je nach unserer Stimmung sieht alles unterschiedlich aus. But you will only see that your toothbrush looks different if you look. Aber du wirst nur sehen, dass deine Zahnbürste anders aussieht, wenn du sie anschaust. You can use your toothbrush for a week without seeing it. Man kann eine ganze Woche seine Zahnbürste benutzen und sie nicht einmal richtig sehen. You're on automatic pilot, asleep in your assumptions. Du bist einfach auf dem automatischen Ablauf And what this does is it allows the concept of my toothbrush to seal this thing in your hand into a shape which requires no examination. Und das heißt eben, dass unsere Vorstellung, meine Zahnbürste, in etwas verwandelt wird, was überhaupt nicht untersucht werden muss, also angesehen werden muss. I know what it is. Ich weiß ja, was es ist. Now, if we are Dharma people, we should be shocked. Wenn wir Dharma-Menschen sind, dann sollten wir schockiert sein. Toothbrush is what we call this, Wir nennen das Zahnbürste. but how is it? Aber wie ist es? And we have to see. Dann müssen wir schauen. And the amount of light coming in the window, whether we are in a hurry or not, whether we've changed the make of toothpaste. Some have little strips of red or they have different kinds of color in them. That will affect the toothbrush. Also welches Licht ins Fenster kommt, ob wir in Eile sind oder ob wir andere Zahnpasta drauf haben, vielleicht mit kleinen roten Streifen, das wird die Zahnbürste anders aussehen lassen. Assumptions are stable, Annahmen sind stabil, but phenomena are unstable. aber Erscheinungen sind nicht stabil. In Dzogchen, we turn to the phenomena, In Dzogchen wenden wir uns den Erscheinungen zu. to the simplicity of light, in sound, the immediacy of non-conceptual appreciation of the beauty. Die Einfachheit von Licht und von Klang und diese Unmittelbarkeit, wie Schönheit durch alles das durchdringt. So the texts are gestures of appreciation. Also die Texte sind wie Gesten. And if you bring your own capacity for appreciation into it, then different aspects will unfold in different moments. Gesten, die etwas schätzen, und wir können auch unsere eigenen Gesten damit reinbringen, um verschiedene Seiten dieses Textes im Moment wahrzunehmen. So the next question is, if I follow Dharma, how to enjoy life without feeling guilty that I am not studying or saying mantras? Die nächste Frage ist, wenn ich Dharma praktiziere, wie kann ich mein Leben leben und nicht gleichzeitig mich schuldig fühlen, dass ich nicht studiere oder Mantras rezitiere?
Dharma practices, including study and saying mantras and visualization, are like a donkey. Dharma-Übungen, so wie Studium und Mantra rezitieren oder visualisieren, sind wie ein Esel. You sit on the donkey. Du sitzt auf dem Esel. That's what the donkey is for, to carry you. Dafür ist der Esel da, dich zu tragen. We talk about vehicles and paths. Wir reden über Fahrzeuge und Pfade. If perhaps you want to be a world champion weightlifter, Vielleicht willst du ja ein Schwergewichtserheber sein und ein in Weltsieger. which case carrying your donkey is very useful. Deswegen dann wäre es gut, den Esel mitzutragen. But Dharma is for you. Aber Dharma ist ja für dich. Dharma is to help you open to life. Im Dharma geht es darum, dass es dir hilft, dich dem Leben Dharma as zu öffnen. teaching and practices is artificial. Dharma als Übung und als Praktiken ist etwas Künstliches. We engage with the artificial to alter our energy so that we can open to the non-artificial. Wir befassen uns mit dem Künstlichen, um unsere Energie zu verändern, so dass wir uns für das Nicht-Künstliche öffnen können. So the texts say that wisdom is emptiness. Also die Texte sagen, Weisheit ist Leerheit And method is compassion. und Methode ist Mitgefühl. All the different Dharma techniques and possibilities of study are the compassion of the Buddha. All die verschiedenen Methoden und Techniken des Dharmas ist das Mitgefühl des Buddha. Designed to help us awaken to wisdom. Und ihr Zweck ist, uns zu helfen, zur Weisheit zu erwachen. Dharma is important as method. Dharma ist als Methode sehr wichtig. So you have to learn to use the method. Also musst du lernen, die Methode zu benutzen. If you say it is holy Dharma, therefore I have to do it because it's holy, Wenn du sagst, das ist der heilige Dharma, deswegen muss ich das machen, weil er heilig ist, you may as well be Roman Catholic. dann kannst du auch einfach nur katholisch sein. They also believe what they do is holy. Die glauben auch, dass was sie machen heilig ist. And they do what they do because they know it's holy. Und die machen genau das, was sie machen, weil sie wissen, This is a solipsistic circle. das ist ein solipsistischer Kreis. And the Buddha taught the Dharma not to make Buddhists, but to make Buddhas. Der Buddha hat den Dharma gelehrt, nicht um Buddhisten herzustellen, sondern Buddhas. So if you feel guilty and bad because you're not doing enough Dharma, Also wenn du dich schuldig und schlecht fühlst, weil du nicht genug Dharma machst, then it's as if you imagine that you are building up a supply of Dharma knowledge as if it was money and a currency. dann ist das ja fast so, als würdest du dein Dharma-Wissen anhäufen, als wäre das eine Währung. Now, this is a way of thinking and talking which you find in Dharma. Das ist eine Art des Redens und des Denkens, wie man es innerhalb des Dharma auch findet. Talk about accumulating merit and wisdom. Es wird ja davon geredet, dass man Verdienste und Weisheit That they aufbaut, are tools for helping us to progress. dass das Werkzeuge sind, die uns dabei helfen, weiterzukommen. But this is not the view of Dzogchen. Aber das ist nicht die Sicht des Dzogchen. The two accumulations are necessary if you are in samsara and you need to buy a ticket to nirvana. Diese zwei Anhäufungen sind nötig, wenn du in Samsara bist und ein Ticket kaufen willst nach Nirvana. But when we study in Dzogchen, we read from Samantabhadra, the original Buddha, that the ground is free of both samsara and nirvana. Aber wenn wir innerhalb von Dzogchen praktizieren, lesen wir von Samantabhadra, dem ursprünglichen Buddha, dass der Urgrund frei ist von It is Nirvana not und a Samsara. thing. Das ist nicht ein Ding. Ignorance is not seeing that the ground is open and empty. Unwissenheit
bedeutet nicht zu sehen, dass der Urgrund offen und leer ist. And in not seeing that, it is the process of beginning to imagine there is something there and I am someone here. Und dadurch, dass man das nicht sieht, stellt man sich anstelle stattdessen vor, dass da ist etwas draußen und ich bin hier drinnen. And on the basis of this interpretation, we formulate all the different seeming separate entities of the world. Und auf Grundlage dieser falschen Interpretation formen wir all die verschiedenen Gegenständlichkeiten der Welt. But when we look at our text, it says, there is no limitation and no liberation. Aber wenn wir uns den Text ansehen, dann sagt er, es gibt keine Einschränkung und keine Befreiung. But we feel we are trapped in samsara. Wir fühlen uns, als seien wir in Samsara gefangen. Who is trapping us? Wer hat uns gefangen, hält uns gefangen? We are trapping ourselves by holding on to things which we can't catch. Wir machen das selber dadurch, dass wir etwas greifen versuchen, das nicht greifbar ist. Because we can't actually catch phenomena, Denn wir können Erscheinungen nicht wirklich greifen, festhalten. we catch concepts. Alles, was wir fangen können, sind Vorstellungen. And with concepts, we weave them together into narratives, into storylines. Und diese Vorstellungen und Ideen verweben wir in Geschichten und And because we are wrapped in the story, we're not able to see that the story is illusion. Und weil wir in dieser Geschichte verfangen sind, können wir nicht sehen, dass diese Geschichte wirklich eine Verblendung ist. Illusion doesn't mean that the story is worthless or shouldn't be there. Verblendung bedeutet nicht, dass diese Geschichte nutzlos ist oder nicht da so sein sollte. Illusion means don't take the story too seriously. Verblendung bedeutet einfach, dass man diese Geschichte nicht ganz so ernst nehmen sollte. If we function in the world, method is to be able to operate in the domain of narrative. Und wenn wir in der Welt uns bewegen, dann ist die Methode innerhalb dieser Geschichte. And wisdom is to know that stories establish nothing at all. Innerhalb dieser Struktur von Geschichten uns zu bewegen, aber Weisheit bedeutet, dass diese Geschichten nicht wahr sind. So if you are doing dharma activities like visualizing and doing mantras and counting them and so on, Also wenn man Dharma-Aktivität macht, wie Visualisierung und das Mantra-Zählen, you have to do it with faith, but not seriousness. dann musst du das mit Vertrauen tun, aber nicht ernst sein. If you consolidate your practice, it becomes just something I have to do. Wenn du deine Praxis so als etwas Festes siehst, dann ist es etwas, was ich tun muss. So if you do practice and then you don't do it, Also wenn du praktizierst und dann nicht mehr praktizierst, then you can see for yourself whether doing some practice helps you or not. dann kannst du selber das beurteilen, ob diese Praxis etwas für dir bringt oder nicht. Then for yourself, you know whether it has value. Dann selbst weißt du für dich, ob sie einen Wert besitzt. But if you just do it because it's very important and your teacher told you to do it, then you're in a narrative, in a story. Aber wenn du es nur tust, weil du denkst, die ist sehr wichtig und dein Lehrer hat dir gesagt, dass du das machen sollst, dann bewegst du dich innerhalb einer Geschichte. So don't turn Dharma into a burden. Also verwandle den Dharma nicht in The eine middle way is not too serious, but also of value. Der mittlere Weg besteht darin, etwas nicht zu ernst zu nehmen, aber den Wert zu sehen. And if you're not doing formal, official Dharma practice, Und wenn if you du nicht formelle, offizielle Dharma-Praxis übst, if you observe the blossom in the trees, wenn du einfach die Blumen, die Blüten der Bäume dir ansiehst, see beauty. sehe die Schönheit davon. Beauty is uncatchable. Schönheit ist etwas, was man nicht greifen kann.
and yet it touches you, Aber trotzdem touch, berührt sie uns. touched by nothing. Ich bin von nichts berührt. This is pure dharma. Das ist der reine Dharma. When the wind blows across your face, sensation and nothing. Wenn der Wind über dein Gesicht streichelt, das ist Empfindung und nichts. So dharma is everywhere in everything. Dharma ist also überall in allem. Then there is quite a general question. What are the possible energetic experiences when Dzogchen practice is going the right way? Und dann ist jetzt eine allgemeine Frage, was sind die verschiedenen Erfahrungen auf einer energetischen Ebene, wenn die Dzogchen-Praxis in die richtige Richtung geht? This again is a kind of impossible question. Es ist wieder eine Frage, die unmöglich zu beantworten ist. Because it implies that each of us in our energetic composition is kind of standard issue from a factory. Denn eigentlich nimmt das ja an, dass wir alle auf energetischer Ebene alle gleich sind, Standard und aus der Fabrik gleich kommen. So, according to our activities in previous lives, in previous situations, we find ourselves with this body. Also abhängig von unseren Aktivitäten in unseren früheren Leben finden wir uns in diesem Körper wieder. Some people are very sensitively connected to their body, others are not. Manche Menschen haben sehr sensible Empfindungsmöglichkeiten. Some people have bodies free of pain. Andere nicht. Manche haben Körper, die frei sind von Leiden. Others have a lot of pain running through the body, through nerve problems and so on. Andere haben sehr viele Schmerzen und durch Nervenprobleme und solche Sachen. So there is no standard issue body. Also es gibt keinen Körper, der den anderen gleicht. And so we have to attend to the specificity of what arises for us as what we call our body. Deswegen müssen wir uns spezifisch für dem öffnen, was als unsere Empfindung innerhalb unseres Körpers auftaucht. People have different capacity with their sense of smell. Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten in Bezug auf ihren Geruchssinn. With the kind of taste they can have in their mouth. Und mit dem Geschmackssinn, den sie im Mund haben. With the kind and intensity of orgasms they can experience. Mit der Intensität des Orgasmus, den sie erfahren können. The body has its own patterning. Jeder Körper hat seine eigene Musterung. So first of all, you have to make friends with your own body and see how it is. Also erstmal muss man sich anfreunden mit seinem eigenen Körper und einfach sehen, wie er ist. And then you yourself can see what changes are occurring in it. Dann kannst du selbst beurteilen, welche Änderungen sich durch die Praxis ergeben. But there is no standard issue. Aber es gibt keinen Standard, I mean, generally people talk of this Nyam or meditation experience. Also generell reden Leute über Nyam oder Meditationserfahrung. In particular, in connection with the body, it would be dewa, pleasure or bliss. Und insbesondere in Bezug auf den Körper wäre es Dewa oder Entzücken. How that manifests is also influenced by how the prana is moving in your subtle channels. Und wie sich das im eigenen Körper zeigt, hängt auch davon ab, wie das Prana durch den eigenen Kanälen sich bewegt. But for meditators, the key point is do not enter into comparing and contrasting. Aber die Hauptsache für die von uns, die meditieren, ist nicht sich auf Vergleich und Kontraste einzulassen. Somebody tells you that they had a wonderfully clear vision of Padmasambhava. Jemand erzählt dir, dass er wunderbare, klare Visionen von Padmasambhava hatte. What does this mean? Was bedeutet das? It means that they had a wonderfully clear image of Padmasambhava. Es bedeutet, dass sie ein wunderbares, klares Bild von Padmasambhava hatten. What does that mean? Was bedeutet das? That's open. You can interpret it. It could be all sorts of things. Das ist offen, das kann man interpretieren. Es könnte alles Mögliche bedeuten.
Padmasambhava could be coming because almost to the last drop, your good karma is now finished. Padmasambhava könnte vielleicht kommen, weil dein gutes Karma fast bis zum letzten Tropfen erschöpft ist. I've come to see you because you won't see me again for a long time. Ich komme, um dich zu sehen, weil du wirst mich ganz sicher nicht für lange Zeit nicht We're wiedersehen. in the realm of stories. Es geht jetzt hier nur über Geschichten, die man dazu erzählt. But why did they get that vision and I don't get a vision? Aber warum hatten die denn diese Schauung und ich hatte die nicht? They must be doing better than me. Die müssen ja irgendwas richtig machen, besser als ich. You can see if you compare and contrast and you reify, you make substantial these kind of momentary experiences, then you give yourself a headache. Also man kann sehen, wenn man also vergleicht und diese Dinge als etwas Echtes und wirklich und Aussagekräftiges ist, dann hat man nur Kopfschmerzen. Comparing ourselves to other people is not helpful Uns mit anderen zu vergleichen, ist überhaupt nicht hilfreich. because you can only compare a thing with another thing. Denn man kann ja nur ein Ding mit einem anderen Ding vergleichen. And our practice is designed to dissolve the delusion that we are a thing. Und in unserer Praxis geht es ja darum, diese Verblendung, dass wir ein Ding sind, So for practice, we shouldn't be concerned with success or outcome. Also in unserer Praxis sollten wir uns nicht kümmern um vermeintlichen Erfolg oder wohin Because das. then you're coming to a conclusion. Denn dann kommt man ja zu einer Schlussfolgerung. Very often the mind is clear for a few days, then it's not clear. Oft ist der Geist für ein paar Tage klar und dann ist er nicht klar. This is like the sky in England. For some days there are a lot of clouds, then there's no clouds. Das ist genau wie der Himmel hier in England. Manchmal gibt es viele Wolken und dann gibt es keine Wolken. The sky is always clear itself, Der Himmel an sich ist immer klar, but the clouds come and go. aber die Wolken kommen und gehen. So if you are observing the clouds, you learn about clouds. Also wenn du die Wolken beobachtest, dann lernst du etwas über Wolken. Because you can say the clouds are big or small or dark or light or moving quickly or slowly. Denn dann kann man erzählen, dass die Wolken groß sind oder klein oder dunkel oder hell oder schnell oder langsam sich bewegen. But the sky is just the sky. Aber der Himmel ist immer nur der Himmel. We are concerned with the sky. Uns geht es um den Himmel. So measuring the quality of the clouds of your transient experience is not really good practice. Also die Wolken zu messen als etwas, was vorübergehende Erfahrung in uns selbst ist, ist keine gute Praxis. But of course, in the question, there's a slight anxiety, like, how can I know that I'm going in the right way? Aber natürlich ist innerhalb dieser Frage so eine kleine Sorge, wie kann ich denn wissen, dass ich in die richtige Richtung gehe? Well, in the description from Samantabhadra, it describes how when we are not attending to or when we are ignoring the open ground, our experience starts to thicken. Also in der Beschreibung von Samantabhadra wird beschrieben, wie wenn unsere Erfahrung, dass die sich andickt, wenn wir den Urgrund So ignorieren. that's quite a simple idea. Das ist eigentlich eine ganz einfache Idee. We know what it's like when we have an intense emotion. Wir wissen doch, wie es ist, wenn wir eine ganz intensive Emotion haben. It's as if we are wrapped in anger or jealousy or desire. Das ist, als ob wir in Ärger oder in Eifersucht oder in etwas There's a haben, kind of thick feeling inside our body as well. das uns das ganz erfüllt und das fühlt sich ganz dick innerhalb unseres Körpers an. And when we are relaxed and at ease and we respond to the wide variety of stimuli around us, we are more thin. Also, aber wenn wir entspannt sind und offen sind und auf vielerlei, was um uns passiert, eingehen können, dann fühlt sich das dünner an. So
the thickening arises because of the intensity of dualistic contact and grasping and merger. Also dieses Verdickend, taucht auf, weil es eine intensive Erfahrung des Dualismus ist, in der wir verschmelzen So miteinander. clearly, thin is more useful than thick. Also ist ganz klar dünn besser als dick, nützlicher. If the haze is thin, then you can see through it. Wenn der Nebel dünn ist, dann kann man da hindurchsehen. If it's thick, you can't. Wenn er dick ist, sieht man nichts. You see that in nature. Sometimes mist comes in a valley, and at first it's very fine. You see through it, then it thickens, and you don't know where you are. Das kann man in der Natur beobachten. Manchmal kommt so ein Wolkenschleier in ein Tal hinein und am Anfang kann man noch hindurchsehen, aber wenn er sich dann verdickt, dann sieht man nichts mehr. So generally speaking, life should get lighter and easier, and everything should be transparent and thin. Also ganz allgemein kann man sagen, dass das Leben leichter werden sollte und einfacher und alles durchsichtiger und dünner werden sollte. If a difficulty arises, you feel sad, and then it's gone. Wenn eine Schwierigkeit auftaucht, fühlst du dich vielleicht traurig und dann geht If es you wieder. find your mind thinking about that bad experience, Wenn du feststellst, dass dein Geist sich immer um diese schlechte Erfahrung dreht and you are at all attentive to your experience, und wenn du überhaupt aufmerksam bist auf deine eigene Erfahrung, you can see directly how you feel thick and dense, and you're losing contact with the environment. dann kannst du ganz klar spüren selber, wie du dich dicht und eng und dick fühlst und mit der Leave me alone. I'm in a bad mood. Just leave me alone. und Kontakt verlierst mit der Umgebung und willst, dass die einfach dich in Ruhe lassen alle. It means I'm just in this. I can't get out of it, but don't fucking try. Leave me. Ich habe einfach schlechte Laune, ich bin hier drin, lass mich verdammt nochmal in Ruhe, geh raus, weg. It would be surprising if we didn't know what that kind of experience is like. Es wäre doch überraschend, wenn wir diese Art von Erleben nicht kennen würden. So there's attachment, there's fusion into the thickness and intensity of a dualistic moment. Das ist Anhaftung, das ist ein Verschmolzensein mit der Dicke dieses dualistischen Momentes. But only you yourself individually can know your profile and have a sense of how it moves and changes with circumstances. Aber nur du selbst kannst in dir selbst spüren, wie sich das anfühlt und wie du mit Umständen das verändern kannst. Our goal is not to improve the content of our mind, Unser Ziel, es geht nicht darum, den Inhalt unseres Geistes zu verbessern, but rather to be open and present with however our mind is. sondern stattdessen offen und gegenwärtig zu sein, wie auch immer unser Geist sich zeigt. You can be sad when you're sad, angry when you're angry, hungry when you're hungry. Du kannst traurig sein, wenn du traurig bist, ärgerlich, wenn du Ärger verspürst, hungrig, wenn du Hunger hast. But not making these positions or flavors a way of life or a fixed identity. Aber die nicht als Position einnehmen oder als Geschmack oder als eine feste Identität. So then the next question is, in Dzogchen, what is the meaning of the unchanging nature of our mind? Also was bedeutet, ist die nächste Frage in Dzogchen, das nicht veränderbare Wesen unseres eigenen Geistes oder Natur unseres eigenen Geistes. The unchanging nature of the mind is that it is beyond thought. Die unveränderliche Natur des Geistes ist, dass er über Denken hinausgeht. And that's a little sneaky kind of answer. Das ist eine kleine, eine leichte Antwort. Because thoughts are always moving. Denn Gedanken bewegen sich immer.
So the unchanging nature of the mind has to be free of thought. Deswegen muss die unveränderliche Natur des Geistes frei sein von Denken. Thought changes, moves, interacts, develops, declines, and so on. Denken ändert sich, bewegt sich, interagiert mit anderen Gedanken und so weiter. So the unchanging nature of the mind is the base or the ground, which is open and empty and ungraspable. Also die unveränderliche Natur des Geistes ist der Urgrund, der offen und nicht greifbar ist. And this is inseparable from awareness, which is the illuminating capacity of the ground to reveal the spaciousness within which the clarity of experience arises. Und das kann man nicht trennen von Gewahrsein, die diesen Urgrund erhält, erleuchtet und diese Offenheit des Raumes zeigt. And this is inseparable from the phantom-like movement, the apparitional movement of how we are moment by moment moving in the sea of experience. Und dies ist nicht zu trennen von der Bewegung, die wie ein Phantom auftaucht. Das ist unsere Erfahrung, wie wir von Moment zu Moment uns ändern. Each of us has never been born. Jeder von uns wurde nie geboren. Clearly, this sounds stupid. Das klingt natürlich dumm. We have been born, we may have in our bag someplace our birth certificate. Vielleicht haben wir irgendwo in unserer Tasche sogar ein Zertifikat unserer Geburt. We were born into the world and into society, so our birth is registered. We are officially existing people. Wir wurden in die Welt hineingeboren und in eine gewisse Gesellschaft, so das wurde alles ordentlich registriert, deswegen existieren wir ja offiziell. But this is like our persona. Aber das ist so wie unsere Persönlichkeit. Like a mask, it's like a calling card. This is the shape, the presentational shape of ourselves. Wie eine Maske, also wie auch eine Visitenkarte, das ist die Form, in der But wir when you stay gently present with all of you, aber wenn wir uns ganz klar einfach präsent bleiben mit you uns, see how your body pulses and moves with the environment. werden wir feststellen, wie unser Körper gemeinsam mit der Umgebung pulsiert und sich bewegt. The body is part of the world. Der Körper ist Teil der Welt. The ingredients of our body are what is found in the world, the different chemicals and so on. Die Inhaltsstoffe unseres Körpers, woraus er besteht, sind alles Dinge, die in der Welt zu finden sind. Alle The world is showing itself as us. Die Welt zeigt sich als wir. And from the Dzogchen point of view, this world is the field of experience. It's the field of disclosure, of display of the clarity. Und von der Dzogchen gesehen ist dieses Feld das Zeigen unserer selbst, das Zeigen von Klarheit. So this field of emergence is inseparable from the open, empty ground. Also dieses Feld des Auftauchens ist nicht vom Urgrund zu trennen. Emptiness shows as light, and within light there is movement. Leerheit zeigt sich als Licht und innerhalb von Licht gibt es Bewegung. So in the Dzogchen teaching, it says light arises as rays, but also as blocks of light. In der Dzogchen-Lehre wird gesagt, Licht zeigt sich als Strahlen, aber auch als Felder von Licht. So if I look out the window, I see the color of the different cars and the trees and gardens and so on. Also wenn ich jetzt zum Fenster rausschaue, sehe ich die Farben der verschiedenen Bäume und Autos und that is an aspect of light which is
actually inseparable from the rays of light that are coming from the sun. Das ist ein Aspekt des Lichts, die nicht zu trennen sind von den Strahlen des Lichts, die von der Sonne kommen. So this body is an emergence moment by moment. Also dieser Körper ist etwas, das von Moment zu Moment auftaucht. In the text, particularly in tantric texts, they describe our world as unborn and unceasing. In den Texten, insbesondere den tantrischen Texten, wird unsere Welt als ungeboren und nie vorübergehend So beschrieben. from that point of view, I am unborn. Und von dieser Standpunkt aus gesehen bin ich ungeboren. That is to say, I have never been a thing. Und das heißt, ich war noch nie irgendein Ding. When my parents had sex and the impregnation occurred, Als meine Eltern Sex hatten und die Befruchtung stattfand, immediately complex processes were occurring. fingen sofort sehr komplexe Prozesse an. This continued for 9 months in my mother's body. Und das ist innerhalb des Körpers meiner Mutter für 9 Monate so Then I weit. came out and new processes started. Dann kam ich raus und dann fingen neue Prozesse an. Breathing air, umbilical cord cut, and starting to learn many, many different things. Ich habe Luft geatmet, das Band ist gebrochen worden und dann sind neue Sachen geschehen. James is a term which is applied to an undefinable, ungraspable process, which is nonetheless showing itself. Also James ist der Name, der diesem Prozess gegeben wird, der nicht zu definieren ist, aber der sich ständig zeigt. So in that sense, James is unceasing and yet unborn. Also auf diese Art und Weise hört James nie auf, aber ist auch ungeboren. And the more you look at this process of the many millions of James moments, und je mehr man sich diesen Prozess anguckt, dieser vielen Millionen James-Momente, the truth of this is emptiness. Die Wahrheit des Ganzen ist Leerheit. Because the light of the movement of my body that you might see at this moment is already vanishing. Denn das Licht der Bewegung meines Körpers, die ihr diesen Moment sieht, verschwindet immer wieder. Die ganze And because it hasn't become something, und weil es nie zu etwas geworden ist, in a sense it never changes. Das heißt, dass es sich im Grunde nie verändert. This becomes that. Dieses kann zu jenem werden. But if there is no this, what will that be? Aber wenn es kein dieses gibt, was kann jenes dann sein? It is our dualistic conceptualization which gives birth to the entities of the world. Es ist unsere dualistische Vorstellung, die die Geburt der Welt hervorruft. So, now we come to the end for today. Jetzt kommen wir zum Ende heute. We thank you for your attention. I hope it's useful. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das ist nützlich. And thank you to our translators, Maria, Jayachitta, and Milton. Und vielen Dank zu unseren Übersetzern, Maria, Jayachitta und Milton. And to Pedro for keeping a calm direction to our work. Und für Pedro, der die ganze Zeit ruhig in dem Hintergrund das arbeitet und uns Richtung gibt. So, for those who are interested, and we have the last part of maybe the last part of the Chetsamba this weekend. Für diejenigen von euch, die Interesse haben, wir haben das letzte oder vielleicht den letzten Teil des Chetsamba dieses Wochenende. Oh, I say goodbye for this evening. Have a good time. Bye. And maybe we meet again. Bye. Thanks, Bye. James. Thank Bye. Bye. Bye, Bye. everyone. Thank you, James. Thank you. Thank you very much. Bye. Thank you, James. Adios. Thank you. Adios. Adios. James. Gracias, Milton.